Eines Tages machte ich mein gewohntes Doomscrolling auf YouTube, als mir plötzlich ein Trailer für ein Spiel vorgeschlagen wurde. Corn Kids 64. Ich persönlich bin etwas genervt von den Spielen, die versuchen, Nintendo 64-Spiele nachzumachen, da sie so gut wie nie die technischen Limitationen der Konsole beachten und sich auf 2D-Sprites für Items oder Banjo-Look beschränken, damit einige ein Nostalgiegefühl bekommen. Irgendetwas in mir trieb mich an, dennoch den Trailer anzuklicken, und kurz danach landete das Spiel in meiner Steam-Bibliothek. Corn Kids 64 ist ein N64-inspirierter Plattformer mit einer Optik, die wohl so nah an ein echtes N64-Spiel rankommt, wie es nur geht, und gleichzeitig auch vom Inhalt so wirkt, als könnte es neben Glover, Rayman und den bekannteren Plattformern der damaligen Zeit existieren. Ähnlich wie zum Beispiel bei Shovel Knight ist es auch komplett okay, die Limitationen der damaligen Konsolen zumindest leicht zu brechen. Shovel Knight zum Beispiel wirkt wie ein NES-Spiel, bricht aber enorm viele Limitationen, die aber am Ende nicht so stark ins Gewicht fallen. Corn Kids 64 macht es ebenfalls. Die Hauptfigur ist eindeutig zu flüssig animiert, und auch wenn das Spiel auf 30 Bilder pro Sekunde gelockt ist, weil so N64-Spiele einfach waren, sind es für die Sichtweite zu stabile 30 Bilder pro Sekunde. Aber alles andere, sei es nun Polygonanzahl, die Beleuchtung, daher keine dynamischen Lichter, die Texturgröße und wie diese Texturen erstellt wurden, bedeutet Fotos nehmen, drüber zeichnen, und dank der niedrigen Auflösung wirkt es seltsam cartoony. All das wurde eingehalten und ich bin endlos beeindruckt. Corn Kids 64 fühlt sich wie ein verloren gegangenes N64-Spiel an, in all den positiven und auch negativen Punkten. Denn kommen wir ganz kurz zu dem, was man sich klar sein muss, wenn man dieses Spiel durchspielen will. Es ist 90er kryptisch. Dieses Spiel ist so N64, wäre es damals erschienen, hätte es einen Spielberater gegeben, weil es teilweise super schwer ist herauszufinden, was man als nächstes machen soll. Die Antwort ist meistens mit NPCs zweimal reden oder einfach jeden Winkel erkunden. Aber stellt euch darauf ein, dass ihr oft durch die Gegend trabt, ohne richtigen Progress zu machen. Je mehr man die Regeln des Spiels versteht, desto einfacher wird es, den Weg zu finden, und umso mehr genießt man jede Aufgabe, die man löst. Aber ja, es ist teilweise wirklich schwer, vorwärts zu kommen. Jedoch gleichzeitig eben auch sehr erfüllend, wenn man es dann schafft. Falls ihr euch wundert, warum ich euch im Footage selten spezifische Sachen zeige, hat es einen einfachen Grund. Das Spiel ist theoretisch ein Level. Falls ihr Banjo-Tooie gespielt habt, davon ein gut gefülltes Level. Es gibt noch 2 lineare Level, aber die meiste Zeit verbringt man in einem großen, offenen Areal. Dementsprechend ist aber auch der Preis des Spiels 6,89 €. Es ist wie eine Demo von einem größeren Spiel, und deswegen ist es super schwer, keine Sachen zu zeigen, die nicht zu viel spoilern. Daher sei gesagt, dass es weitaus mehr im Spiel gibt, als ihr aktuell hier so seht. Ich kann euch aber sagen, dass es unfassbar belohnt ist, neue Bereiche in diesem Level zu entdecken, von denen es einige gibt. Ein Bereich, den man vorher nicht beachtet hat, ist plötzlich super wichtig, und da es theoretisch nur eine richtige Fähigkeit zum Freischalten gibt, konnte man diesen Bereich schon immer erreichen. Man muss nur mehr die Mechaniken und das Design des Spiels verstehen. Es ist interessant, mal ein Spiel dieser Art zu spielen und nicht ständig alles abzutun mit: vielleicht bekomme ich ja irgendwann eine Fähigkeit, mit der ich dann dieses Rätsel lösen kann. Denn fast alles ist sofort lösbar. Man muss nur verstehen, was verlangt wird. Ich weiß aber auch, dass dies einige abschrecken und frustrieren wird. Dies ist kein Mario-Style 3D-Plattformer, wo man ständig mit neuen, verrückten Elementen verwöhnt wird. Und da es nur ein Level gibt, kann man nicht wie im Banjo ins nächste Level gehen, wenn man gerade die Schnauze voll davon hat, nicht weiterzukommen. Aber ich weiß nicht, das Ganze trifft so einen ganz speziellen Nerv, wodurch man einfach weitermachen möchte. Ich denke, die ganze Präsentation trägt stark dazu bei. Das Spiel strebt eher einen dunkleren Ton an, sei es nun im optischen oder auch bei der Musik. Allein dadurch hebt es sich stark ab von den meisten Plattformern. Was es aber dennoch hat, ist ein Haufen Charme. Die Charaktere sind super sympathisch oder perfekt skurril. Die Umgebung hat super viele kleine Details, und ich glaube, die Musik ist tatsächlich MIDI-Musik. Zumindest gibt es nicht nur dynamische Musikwechsel, wo Instrumente ausgetauscht werden, sondern auch Geschwindigkeitswechsel der Musik, was eigentlich eher so ein MIDI-Ding ist, damit das dynamisch klappt und nicht verzerrt klingt. Beim grundsätzlichen Movement des Charakters war ich immer mehr und mehr erstaunt, was man bei 3D-Plattforming noch machen kann, das es vorher nicht so gab. Klar gibt es Dinge wie an Kanten festhalten und dann an der Kante entlanghangeln, aber alles, was zum Beispiel mit den Wandsprüngen zu tun hat, ist ziemlich genial und habe ich in der Form noch nie gesehen. Als die Credits vom Spiel dann liefen, war ich extrem zufrieden. Ich habe nicht das Bedürfnis, so schnell das Spiel auf 100% zu spielen, aber ich denke, ich werde demnächst mal wieder reinschauen und versuchen, noch ein paar Secrets zu finden. Zum Durchspielen braucht man ca. 4 bis 6 Stunden, und ich hoffe, dass wir einen Nachfolger bekommen, denn ich könnte durchaus mehr vertragen. Alles in allem kann ich nur sagen, hervorragendes kleines Spiel für sehr wenig Geld, das man als Plattforming-Fan unbedingt gespielt haben sollte. Das Spiel gibt es nur auf Steam und kann nur mit Controller gespielt werden. Es gibt einen 60 FPS-Modus, der aber experimentell ist. Ganz ehrlich,
ehrlich, die 30 Bilder pro Sekunde passen perfekt und sind einfach das i-Tüpfelchen, um den Charme der alten Spiele einzufangen. Spannend ist übrigens, dass es absolut nichts über den Entwickler so richtig im Internet zu finden gibt. Es ist beeindruckend, wie dieses Spiel gefühlt aus dem Nichts kommt, wo es vorher nur 2 kleine Spiele vom Entwickler gab. Das Spiel wurde größtenteils von einer Person entwickelt, daher Programmierung, Modelle, Texturen und Animationen sind alle von derselben Person und ich habe endlosen Respekt davor. Das muss ein Haufen Arbeit gewesen sein, vor allem da all diese Bereiche in meinen Augen perfekt gelungen sind. Den ganzen Rest solltet ihr selbst rausfinden, denn Corn Kids 64 bekommt meine vollste Kaufempfehlung und für den Preis von einem Mittagessen gibt es nun wirklich keine Ausrede mehr.